Ihr habt Lust auf richtig köstliche und einfache Sonntagsbrötchen? Dann seid ihr hier bei dem richtigen Video. Ich habe jetzt hier Mehl in der Schüssel, gebe dazu ein wenig Salz. Die genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Beschreibung. Dann noch ein bisschen Pflanzenöl, was Nicht-Veganer selbstverständlich auch mit Butter ersetzen können. Selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser, würde ich nicht ersetzen, aber wenn ihr das wollt, oben rechts unter dem i findet ihr die Info dazu und auch wie man Hefe selber macht. Dann hier noch selbst hergestellte Hafermilch. Kuhmilch funktioniert genauso. Ich habe das Rezept mehrfach hin und her quer getestet. Super einfach. Dann geht's schon ab in die Küchenmaschine. Ich habe hier übrigens, nicht wundern, die doppelte Menge genommen, weil ihr das Rezept super einfach fertig backen könnt und dann einfrieren. Und wenn ihr dann frische Brötchen haben wollt, einfach bei 150 Grad Celsius Ober- und Unterhitze nochmal für 10 Minuten aufbacken, dabei die Brötchen nochmal ordentlich mit Wasser besprühen und schon habt ihr frische Brötchen. So, ich knete das in der ersten Minute auf der niedrigsten Stufe hier bei meiner Kenwood Cooking Chef und erst danach gehe ich auf Stufe 1. Bei Weizenmehl bitte 10 bis 15 Minuten kneten. Verwendet ihr Dinkelmehl, dann einfach nur 5 bis 7 Minuten. Da könntet ihr auch noch mal ein Brühstück hinzufügen, wenn ihr wollt, dann sind die noch mal länger haltbar. So, der fertig geknetete Teig wird abgedeckt und stehen gelassen. Am besten könnt ihr auch eine Glasschüssel verwenden, aber ihr seht es, wir sind zu klein für die doppelte Menge. Deswegen schnell loslegen, um den Teig hier noch zu retten. Also er braucht so circa 8 bis 10 Stunden, bis er komplett aufgegangen ist. Diejenigen, die Lievito Madre haben, den milden Sauerteig, ich verlinke euch noch mal oben rechts, wie das geht, dann geht das natürlich auch schneller innerhalb von 3 bis 6 Stunden. Aber ansonsten einfach morgens vor der Arbeit ansetzen und abends leckere Brötchen backen, entweder zum Abendbrot oder für das Frühstück am nächsten Tag. Jetzt habe ich hier mit meinem Puderzuckerstreuer ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche gegeben. Ihr seht, ihr braucht gar nicht viel und der Teig hat eine ganz tolle Struktur. Wichtig ist, dass ihr einfach die Knetzeit einhaltet. Und wenn euch dieses Video gefällt und ihr viele nützliche Informationen hier rausziehen könnt, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Solltet ihr Fragen haben, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer riesig darüber zu lesen und wünsche euch weiterhin hier viel Spaß. Ich habe das jetzt hier rund geformt, meinen Teig, und zerteile ihn. Wie gesagt, ich habe ja die doppelte Menge gemacht und ich zeige euch jetzt erst einmal, wie ihr aus dem normalen, einfachen Teig, wo ihr das Rezept in der Beschreibung findet, 8 Stück rausbekommt. Also bei 500 Gramm Mehl kommen bei mir immer durchschnittlich 8 Brötchen raus. Ihr könntet sie auch größer oder kleiner machen, aber ich finde tatsächlich, dass 8 Stück die perfekte Größe sind, auch um satt zu werden. So, schön ordentlich rund formen. Ihr könntet auch einen Strang draus machen, also so eine Rolle und die dann auseinander machen. Aber ich persönlich, das wissen die Zuschauer, die schon bei mir länger mitgucken, präferiere diese Methode. Die runde Kugel wird einmal in der Mitte zerteilt, so mittig, wie es das Auge zulässt. Und diese Stücke werden dann noch mal halbiert, beide, und die halbierten Stücke dann noch mal hier gedrittelt, geviertelt. Haben wir in der Schule gut aufgepasst. So, ein bisschen klebrig ist der, aber das ist auch wichtig, denn wir wollen ja ganz fluffige, leckere Brötchen haben. Trotzdem finde ich, sind sie Anfänger geeignet, weil sie nicht ganz so klebrig und weich sind. So, und dann von außen nach innen den Teig ziehen, immer schön von außen nach innen. Dadurch erzeugen wir Spannung und dadurch geht das Brötchen dann auch noch mal besser auf. Dann schön rund wirken, so dass der Schluss, den wir haben, also diese Teile, die dann aneinander kommen, die Teigteile, sich schön verschließen und dann beim Backen nicht aufgehen. Danach mit ein wenig Mehl hier zu einer Wurstform und dann geht das bei mir schon ab auf die Backfolie. Ich zeige das hier nochmal. Also immer so ein ganz kleines bisschen Mehl. Ihr braucht nicht viel, deswegen finde ich die Streuer immer ganz gut.
Dann braucht man das Mehl nicht so durch die ganze Küche zu wirbeln. Also immer schön von außen nach innen für Spannung sorgen. Auf einer nicht bemähten Fläche eben die Enden verschließen. Würdet ihr das auf Mehl machen, dann platzen die wieder auf. Deswegen auf einer nicht bemähten Fläche und dann eben zu einer Wurstform. Seht ihr? Super einfach, kinderleicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ihr Kinder oder Enkelkinder habt, dann könnt ihr das schön gemeinsam mit denen machen. Und schon ein weiteres Brötchen fertig. Ganz einfach. Übrigens, hier noch einmal ein großes Dank an die Mitglieder, dass ihr mich so toll unterstützt und ich freue mich immer, wenn ich euch schon die Videos vorab exklusiv hochlade, dass ihr mir schon mal eine Rückmeldung gebt, dass ihr mir sagt, Mensch, ich habe das so ausprobiert, ich habe das anders ausprobiert. Dadurch gibt es auch immer wieder tolle neue Ideen, die ich dann für euch ausprobiere und euch allen dann zeigen kann. Also herzlichen Dank auch dafür. Und falls ihr Interesse habt, mich zu unterstützen und auch exklusiv die Videos vor allen anderen zu sehen, dann schaut auch mal unten in die Beschreibung. So, ich habe jetzt hier mehrere Portionen gleichzeitig gemacht und das ist jetzt die erste. Eigentlich macht man da drin Pommes bzw. Dört, Gemüse. Ich habe sie jetzt zweckentfremdet, habe sie noch mal ein bisschen eingemehlt und dann schön gut einschneiden. Ihr könntet das auch mit der Teigkarte eindrücken. Ich habe auch noch so ein anderes Bäckermesser, aber ich finde tatsächlich, dieses kleine für mich ist handlicher und angenehmer und gefühlt schneide ich damit besser ein. Schreibt mir mal, wie ihr das macht, wie das für euch funktioniert. Und nachdem die Brötchen noch mal 30 bis 60 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen durften, gehen sie bei 220 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen. Ich besprühe sie noch mal mit ein bisschen Wasser und dann sind sie nach 20 Minuten bei mir perfekt goldbraun. Ich habe ja jetzt diesen Mini-Backofen, den ich immer ausprobiere. Ich weiß schon, einige haben den schon nachgekauft und daher für diejenigen, die den auch haben, schreibt es mir mal in die Kommentare, wie zufrieden ihr damit seid. Ich persönlich backe tatsächlich für meine große Familie nur noch in dem Mini-Backofen. Ganz selten, dass ich den großen benutze, weil der einfach so schnell aufheizt und auch die Ergebnisse von der Farbgebung her für die Brötchen zum Beispiel werden viel besser als bei meinem alten großen Backofen. Aber wie gesagt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Darauf freue ich mich schon sehr. Hier ist schon das zweite Blech. Auch das durfte noch mal vorher 30 bis 60 Minuten ruhen. Erst dann bestreuen, einschneiden und zack, ab in den Backofen. Das Tolle bei dem Backofen ist, ihr könnt den Timer stellen, 20 Minuten und dann habt ihr dieses Ergebnis. Ich habe sie jetzt noch ein bisschen auskühlen lassen, aber schaut mal. Also wer will denn da noch zum Bäcker gehen? Vor allem bei uns ist es tatsächlich so, dass es gar keinen richtigen Handwerksbäcker mehr gibt. Das sind einfach nur aufgebackte, pappige Brötchen, die nicht satt machen. Und hier habt ihr so ein schönes Ergebnis. Guckt euch an. Fluffig weich, außen kross. Und hier sind weitere Videos für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und liebe Grüße, eure Emma.